Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Es gibt Nachwuchs im Hause Canon, denn Canon erweitert seine R-Serie um ein weiteres Modell. Und zwar um das Einstiegsmodell mit dem Namen Canon EOS R100. Und ihr seht schon, weißer Karton, noch nicht gebrandet, bedeutet, ich habe vorab zum Testen vor Veröffentlichung schon mal ein Vorserienmodell für euch ausführlich testen dürfen. Was die neue Baby R so drauf hat und ob sie tatsächlich vielleicht der neue Bestseller in der R-Geschichte von Canon werden wird, ja, das schauen wir uns mal zusammen in diesem Video an. Canon erweitert also seine Produktpalette um ein weiteres Einstiegsmodell in den Canon R-Bereich. Noch vor einigen Monaten wurde ja schon gemunkelt, kommt was in den Bereich, kommt vielleicht eine R100. Auf einigen YouTube-Kanälen hat man das Ganze dann für Fake News abgetan, aber tja, ihr Lieben, es sind keine Fake News, es ist tatsächlich so, sie kommt, sie ist Ende Juni bereits bestellbar und zwar die Canon R100. Tja, Canon R100, was ist es für eine Kamera? Welche Zielgruppe spricht sie an und welche Funktionen bringt sie mit sich? Der Preis tatsächlich interessant ins spiegellose System von Canon, denn mit gerade einmal 699 € wird es die Kamera inklusive dem Kit-Objektiv, so wie hier abgebildet, dem 1845 geben. Und das ist tatsächlich eine niedrige Einstiegsgrenze natürlich in den Fotobereich. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, 600 €, 699, das ist ja kein niedriger Preis. Früher gab es ja die Kameras ja, für noch weniger. Ja, auch die Zeiten kenne ich noch, aber die sind vorbei. Du kriegst heute ein Auto auch nicht mehr für den gleichen Preis, wie du ihn vielleicht noch vor 10 Jahren bekommen hast. Und ganz ehrlich, erinnern wir uns doch mal an die Zeiten zurück, wo wir in große Elektronikfachmärkte gegangen sind und ja eigentlich nur einen Doppelpack Batterien brauchten und beim Rausgehen gab es riesige Türme, zum Beispiel von Canon, ja, wo es zum Beispiel die 2000D gab. Ja, und beim Rausgehen hast du gedacht, ach scheiß auf die Batterien, ich brauche eine neue Kamera, ich nehme die einfach mal mit. Ja. Die waren halt im Preissegment so interessant, im Einstiegssegment, dass viele sie dann halt gekauft haben. Ja, findest du heute gar nicht mehr, denn die Kameras sind ja alle irgendwie hochpreisiger angesetzt. Umso interessanter fand ich es natürlich, dass Canon jetzt mit seiner R100 genau diesen Weg wieder so ein bisschen versucht einzuschlagen und habe mich natürlich dann auch auf das Modell gefreut. Wie gesagt, ich habe ein Vorserienmodell bekommen. Ihr seht hier, weißer Karton, steht auch noch nicht Canon drauf, wird aber eine Canon werden. Auf der Kamera steht es schon drauf. Aber hier oben steht halt nochmal auf dem ausklappbaren Blitz ganz eindeutig Sample. Denn einige Sachen, softwaretechnisch, vielleicht auch noch ein paar kleine Nachbesserungen, können natürlich kommen. Aber im Grunde wird es die Kamera, so wie ich sie jetzt schon habe, genauso auf dem Markt geben. Tja. Was hat sie denn jetzt für Eigenschaften? Na klar, sie ist eine APS-C-Kamera. Sie ist eine APS-C-Kamera und sie hat einen 24-Megapixel-Sensor. Und da kommen wir schon in die Anlehnung an bereits bestehende Kameras. Denn bisheriger Einstieg, ja, ins R-System R50, R10. Und genau diesen Sensor hat es in kleiner abgespeckter Variation jetzt auch in die R100 geschafft. Zusätzlich haben wir natürlich auch einen sehr zuverlässigen Fokus dazu bekommen, auch geerbt, wie gesagt, aus der R10 und der R50. Aber bevor wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, schauen wir uns die Kamera jetzt erstmal an. Welche Specs hat sie? Welche Funktionen bringt sie mit sich? Wie sieht der Kamerabody aus? Welche Anschlüsse haben wir? Und danach kommen wir mal ein bisschen zur Praxis. Denn natürlich war ich auch schon filmen und fotografieren mit der Kamera. Was mir aufgefallen ist, was ich gut finde, was ich vielleicht nicht so gut finde, all das nach den technischen Eigenschaften. Wenn wir uns die Kamera von vorne anschauen, dann sehen wir natürlich deutlich den APS-C-Sensor und zwar mit einer Auflösung von 24 Megapixel, also 6000 x 4000 Pixel sind eure Fotos groß. Der APS-C-Sensor mit einer Größe von 14,9 x 22,3 mm kommt auch in den Schwestermodellen in der EOS R50 und in der EOS R10 zum Einsatz. Das heißt, hier schon mal deutlich genübergreifend zu bereits bestehenden Kameras.
Werfen wir einen Blick auf die Kamera. Dort sehen wir natürlich unser Modus Wahlrad. Wir haben natürlich neben den Automatikprogrammen die Möglichkeit, in verschiedene Programme zu schalten. Ja, auch das kennen wir ja schon aus der R10 und auch aus der R50. Das heißt, viele Automatikprogramme stehen hier zur Verfügung, die gerade den Einstieg in die Fotografie erleichtern. Darüber hinaus haben wir natürlich auch wieder Halbautomatikprogramme wie AV und TV und wir haben natürlich den komplett manuellen Modus. Das heißt, wenn du aus dem Einsteigerbereich raus bist, dir etwas mehr zutraust, kannst du auch deine Einstellungen manuell vornehmen. Wir haben ein Modus- bzw. Funktionswahlrad. Wir haben natürlich den Auslöser und wir sehen rot markiert natürlich die Start- und Stopptaste, wenn wir uns im Videomodus befinden und hier die Aufnahme starten und stoppen wollen. Und natürlich ganz zum Schluss den On-Off-Schalter, der quasi in den Modus-Wahlschalter integriert ist. Werfen wir einen Blick auf die Rückseite der Kamera. Da sticht natürlich ins Auge der große Monitor mit einer Bilddiagonale von 7,5 cm und einer Auflösung von über 1 Million Punkten. Aber er ist fest verbaut. Man sieht es hier, er lässt sich leider weder schwenken, drehen noch ausklappen und ja, wer das Touch-Display gewohnt ist, wird leider auch enttäuscht, denn er hat keine Touch-Funktion. Ansonsten sehr übersichtliche Belegung, natürlich auch auf der Rückseite. Wir haben das übliche Steuerkreuz, mit dem wir alle wichtigen Funktionen ansteuern können. Wir haben die Wiedergabe, die Play-Taste, um uns bereits gemachte Aufnahmen aufrufen zu können. Die Info- und Menü-Taste, um halt die wichtigsten Funktionen uns hier in der Kamera aufzurufen. Auf der linken Seite der Kamera befinden sich zwei Anschlüsse, und zwar einmal ein Mikrofoneingang. Das ist natürlich für all diejenigen interessant, die mit der Kamera auch filmen möchten und sich nicht nur auf das interne Mikro, sondern natürlich auch auf ein externes Mikro verlassen möchten. Und wir haben einen zweiten Anschluss für eine Fernbedienung. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir zwei weitere Anschlüsse, einmal einen USB-C-Anschluss und einen Micro-HDMI-Anschluss. Auf der Unterseite befindet sich dann das Batteriefach. Beim Öffnen sehen wir, es befindet sich ein bekannter Akku, und zwar der LPE17 und ein SD-Speicherkartenplatz auf der Unterseite der Kamera. Soviel also zum Kamera-Body, zu den Bedienfunktionen und den möglichen Anschlüssen. Ihr seht schon, es ist natürlich eine Kamera im Einstiegsbereich. Klar, Preis 6,99 inklusive Kit-Objektiv, ja, das könnte schon verlockend sein. Natürlich ist es eine abgespeckte Version, und zwar nochmal eine abgespeckte Version von der Canon R10 und auch von der Canon R50. Allerdings auch vom Gewicht. Sie ist nämlich nochmal 50 Gramm leichter als die R50. Sie ist sehr handlich und da war ich natürlich am Überlegen, wo ist denn da die Zielgruppe vielleicht von solch einer Kamera, und habe dann natürlich meiner Frau die Kamera mal in die Hand gedrückt und habe gesagt, Mensch, guck mal hier, neue Kamera von Canon. Und wisst ihr was? Die erste Reaktion meiner Frau war, als sie in der Hand hatte, oh, schön leicht, liegt gut in der Hand. Oh, nicht so viele Knöpfe, das ist ja toll. Wo geht's an? Wie kann ich fotografieren? Da habe ich gedacht, ja, guck mal, eine ganz andere Herangehensweise als bei mir natürlich, wo ich größere Kameras, ja, Canon EOS R6 Mark II gewohnt bin. Und auch die Prämisse, dass wir kein Touch-Display haben, kein klappbares und schwenkbares Display, war bei meiner Frau gar nicht da. Denn wenn du es nicht kennst, nicht gewohnt bist, vielleicht auch aus der Smartphone, ja, Fotografie kommst, vielleicht umsteigen möchtest, weil du doch eben einen besseren Bildlook haben möchtest als beim Smartphone, weil du besseres Lowlight-Verhalten bei deinen Bildern und natürlich auch im Videobereich haben willst, ja, dann wird es dich gar nicht stören. Und tatsächlich war es auch so, denn ich habe sie gebeten, mach doch mal ein Foto, ne? Mach mal einen Automatikmodus an, denn wir haben ja eine automatische Motiverkennung. Für all diejenigen, die sich damit so nicht auseinandersetzen wollen, Automatik an, automatische Motiverkennung. Ob Personen, ob Fahrzeuge, was auch immer, erkennt die Kamera automatisch. Und tatsächlich, wie hat sie fotografiert? Nicht wie ich das machen würde, auf dem Touch-Display noch hier im manuellen Modus alles einstellen, sondern ganz klassischerweise, zack, ran ans Auge und einen Auslöser gedrückt. Da habe ich gesagt, ja, guck mal, dieses Touch-Display, schwenkbar, das brauchst du vielleicht im ersten Moment als Urlaubskamera, als, ja, man möchte fast sagen, Schnappschusskamera. Brauchst du das vielleicht auch überhaupt gar nicht? Ja, das waren meine Gedanken. Es ist jetzt also eine abgespeckte Version nochmal von der R10 und der R50. Was hat sie denn bekommen, beziehungsweise was fehlt denn in der abgespeckten Version? Den gleichen Sensor hat sie ja bekommen, 24 Megapixel. Aber man merkt dann auch sehr schnell alleine schon an der Auslösezahl, ja, wie viele Bilder kannst du in der Serie machen, wo das kleine Manko ist. Denn
Bei der R100 sind es in der Sekunde 6,5 Bilder. Aber auch nur, wenn du im One-Shot-Servo-Modus bist, also im One-Shot-Fokus-Modus. Das heißt, anfokussieren und dann ein Foto machen. Das ist natürlich bei bewegten Objekten schwierig. Da brauchst du ja den Nachführfokus, den AI-Servo-Modus oder auch nur Servo-Modus. Das heißt, während du den Auslöser durchdrückst, fokussiert die Kamera permanent nach. Das heißt, du willst ja auch scharfe Bilder, wenn sich Objekte bewegen, auf dich zu, von dir weg. Ja, und dann sind wir leider nur noch bei 3,5 Bilder in der Sekunde. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, 3,5 Bilder, ja, das reicht. Ja, reicht im Grunde, klar. Du wirst mit der Kamera sowieso nicht der Sportfotograf werden. Ja, das muss dir klar sein. Natürlich können wir auch hier verschiedenste Fokusfelder und setzen, Einzelfokuspunkte, größere Punkte, und wir haben auch hier die Möglichkeit, eine entsprechende Personenerkennung, also Gesicht-Augen-Erkennung einzuschalten. Das finde ich wichtig, gerade ja, wenn du vielleicht Kinder fotografieren willst oder auch mal ein Porträt machen möchtest, ist es ja schon besser, dass die Automatik das Ganze übernimmt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Kamera erkennt Person, also Körper, Oberkörper, Kopf und dann Augen, wenn dicht genug dran ist. Das funktioniert sehr gut, und dann haben wir natürlich auch ein gestochen scharfes Foto, wo der Fokus tatsächlich auf dem Auge liegt. Ja, gerade im Bereich Einsteiger ist das, denke ich, interessant. Dann haben wir natürlich wie immer weitere, ja, so Spielereien, würde ich das bezeichnen, was natürlich auch sieht, wo die Zielgruppe liegen soll. Die Zielgruppe ist so bei den Umsteigern vielleicht vom Smartphone, wo du ja viele Möglichkeiten hast. Du hast Filter verschiedenste, du hast verschiedene Voreinstellungen, die dir das Leben natürlich erleichtern, und das haben wir hier auch. Also, wir haben auch hier diesen die Tagebuchfunktion. Das heißt, du kannst in diesem Modus Hybrid-Auto heißt das Ganze, ein Foto machen, und er erstellt dir dann aus all diesen Fotos zum Schluss ja wie so ein Videotagebuch. Hatte ich euch schon vorgestellt in der R10. Ja, nette Spielerei. Und wir haben natürlich dann den besonderen Szenenmodus. Und den möchte ich euch tatsächlich auch nochmal vorlesen, weil der sehr, sehr umfangreich auch ist. Also, wenn du eben nicht so fit bist in der manuellen Bedienung der Kamera, dann kannst du verschiedene Modis vorher einstellen. Du möchtest ein Porträt machen, gehst du in den Porträtmodus. Du möchtest Landschaft fotografieren, gehst du in den Landschaftsmodus. Du möchtest Sport, jemanden in Bewegung fotografieren, vielleicht auch deine Kinder, wenn sie laufen, ja, dann gehst du in den Sportmodus. Oder Schwenkmodus. Schwenkmodus, klassisch, ja, vielleicht auch beim Sport, wenn du entsprechend einen Nachzieher machen möchtest. Auch da ist die Kamera dann darauf vorbereitet, weiß, was du möchtest. Dann haben wir Nahaufnahmen, also Makroaufnahmen. Du kannst, je nach Objektiv natürlich, Mindestnaheinstellgrenze, dann entsprechend dicht herangehen und dein Objekt wird freigestellt. Du hast den Speisenmodus, ja, fand ich auch ziemlich interessant. Dann haben wir noch Nachtporträt, also Aufnahmen bei Dunkelheit, und wir haben noch Nachtaufnahmen ohne Stativ. Das heißt, hier weiß die Kamera, okay, es wird aus der Hand fotografiert. Das heißt, Verwackler kann bei langen Verschlusszeiten auftreten, also werden die Verschlusszeiten hier kurz gehalten. Und wir haben noch einen Modus HDR Gegenlicht. Ja, kennt man ja, man ist irgendwo drin, fotografiert die Kinder beim Spielen, du hast das Fenster im Hintergrund, alles irgendwie überbelichtet. Das übernimmt dann diese HDR-Funktion. Ja, und dann haben wir natürlich wieder Kreativfilter mit bei. Im Grunde finde ich persönlich die schwierig, denn ein Foto mit einem Kreativfilter hat den Filter. Ja, du kannst es nachher eben nicht wieder rausarbeiten. Aber für alle, die sagen, ja, Mensch, so ein Kreativfilter, ja, ist gar nicht schlecht, ne? Verleiht meinen Fotos ja das gewisse Etwas. Auch hier haben wir zum Beispiel verschiedenste Effekte, und zwar den körnigen Schwarz-Weiß-Effekt. Also im Grunde eine Schwarz-Weiß-Aufnahme wie analog mit so einem Bildkorn drin, wie man es kennt. Dann Weichzeichner für ein harmonisches Foto, dann Fischaugeneffekt. Ja, das ganze Bild wird quasi so ein bisschen aufgebläht, als würdest du mit einer Fischei-Linse entsprechend fotografieren. Dann hast du so einen Aquarelleffekt. Ja, also im Grunde Spielerei. Ne? Spielzeugkamera-Effekt ist mit drin. Miniatureffekt kennt man also, als wenn man zum Beispiel so eine Miniatureisenbahn fotografiert. HDR-Effekte sind mit drin. Also all das, was ich euch auch schon bei der R10 und R50 vorgestellt habe. Und zum Schluss haben wir natürlich noch halbautomatische Modus, und zwar AV und TV, also Blendenautomatik und natürlich Verschlussautomatik, ja, in denen eure Kamera gewisse Bereiche des Belichtungsdreiecks für euch übernimmt. Und wir können natürlich in den manuellen Modus gehen. Wenn ihr irgendwann all das leid seid, alles ausprobiert habt und sagt, jetzt möchte ich mehr von der Kamera, geht in den manuellen Modus. Auch das geht, und wir können dann ISO, Blende und Verschlusszeit natürlich nach Belieben einstellen. Ja, und wir haben natürlich die Möglichkeit auch zu filmen. Auch das bietet uns die Kamera.
Wir haben einen automatischen Movie-Modus und wir haben auch einen manuellen Movie-Modus. Was nimmt sie jetzt auf? Wir können in 4K mit 30 Frames aufnehmen. Wir können in Full HD, Full K, das neue Format. Nicht Full HD, nicht 4K, sondern Full K. Ist noch also liegt irgendwo dazwischen. Nein, Quatsch beiseite. Also wir können in 4K mit 30 Frames filmen. Allerdings da gibt es einen Crop. Das heißt, der Bildausschnitt wird ein bisschen kleiner. Dann in Full HD können wir auch filmen. Das Ganze mit 50 Frames. Also damit es schöne flüssige Aufnahmen gibt. Und wir haben die Möglichkeit natürlich auch eine Slow-Motion-Aufnahme zu machen. Das finde ich gut. Wir haben quasi die Möglichkeit, mit bis zu 120 Frames aufzunehmen, ein Video, damit wir einen entsprechenden, ja, so einen schönen Slow-Motion-Effekt bekommen. All das kann die Kamera auch. Aber dann war es das auch schon. Ja? Im Grunde aber ja all das, was du als Einsteiger, vielleicht als Unsteiger vom Smartphone benötigst. Viel mehr brauchst du doch nicht beim Fotografieren. Seien wir doch ganz ehrlich. Ne? Wenn du umsteigst, hast gar keine Ahnung, ja, dann hast du ein gutes Lowlight-Verhalten. Du hast natürlich den Vorteil des Looks, des Bildlooks einer tatsächlichen Kamera, nicht nur aus dem Smartphone. Du hast haufenweise Programme, die dir zur Verfügung stehen, die dir irgendwelche Sachen, irgendwelche Filter zur Verfügung stellen. Und wenn du vielleicht doch ein bisschen weiter bist und sagst, Mensch, ja, vielleicht, ne, das war nett, aber ich möchte mehr. Ja, Halbautomatik oder natürlich nachher den manuellen Modus. Und der große Vorteil ist ja schon, wenn du dich vielleicht auch im Bereich Objektive weiterentwickeln willst. Denn, sagen wir mal ganz ehrlich, RFS-Objektive, ja, gibt es ja noch nicht mal eine Handvoll. Dann kannst du natürlich auch schon an den RF-Mount entsprechende Vollformatobjektive, vielleicht ein Teleobjektiv, nutzt den Crop-Faktor, ja, 100-400 mm zum Beispiel, benutzen. Das heißt, du bist dann fit, wenn du vielleicht irgendwann umsteigen willst, wenn du es willst. Ja, du musst es ja nicht. Vielleicht sagst du auch, Mensch, das ist für mich völlig in Ordnung für meine Belange. Und bei vielen ist es tatsächlich auch manchmal so, dass ich denke, ja, schöne, teure Kamera, leider überhaupt gar keine Ahnung und die Bilder werden deswegen auch nicht besser. Da hätte es auch eine Kamera für 6,99 € getan. Ja. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Und ich glaube, in diese Nische, da soll auch die R100 passen, oder? Was denkt ihr? Schreibt es mir mal unten in die Videokommentare. Wäre die R100 tatsächlich für euch eine Kamera, vielleicht eine Zweitkamera für den Urlaub? Ja, günstig, leicht, gut zu verstauen, ja, mit doch guten Funktionen. Ja, selbst im Videomodus hat man ja so ein bisschen auf die Smartphone-Zoomer geachtet, denn habe ich vergessen, euch vorhin noch zu erwähnen, es gibt nämlich einen 10-fach optischen Zoom. Ja, denkst du, es gibt einen 10-fach digitalen Zoom. Optisch wäre ja schön. 10-fach digital Zoom beim Filmen ist halt auch noch on top. Also alles in allem so Spielereien, wie man sie aus der Smartphone-Fotografie kennt, nur in besser, ja, könnte man sagen. Und Möglichkeit mit Wechselobjektiven dann natürlich zu expandieren. Ja, schreibt mir mal eure Gedanken zur Canon EOS R100 unten in die Videokommentare. Kennt auch ihr vielleicht jemanden, der sagt, Mensch, das wäre genau die richtige Kamera zum Einsteigen. Du bist nur im Urlaub damit unterwegs. Meine Eltern, ja, die möchten sich damit nicht auseinandersetzen. Top-Kamera, dafür wäre es was. Ja. Die können im RAW fotografieren und du bearbeitest nachher die Fotos nach und sagst, Mensch, liebe Eltern, da habt ihr aber tolle Fotos gemacht, ja, nachdem ich sie nachbearbeitet habe. Ja, oder so ähnlich, ihr Lieben. All das schreibt mir gerne unten in die Videokommentare. Wenn euch die kleine Vorstellung des Vorserienmodells, muss man ganz klar sagen, vielleicht gibt es noch das eine oder andere Upgrade von der Canon R100 gefallen hat, lasst mir fürs Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle gerne meinen Kanal. Ihr Lieben, vielen Dank wie immer fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin.